Hallo, willkommen beim 1000 Backup Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktien steigen, lassen Sie sich nicht von der Volatilität abschrecken. Ein Disclaimer. Goldaktien steigen, lassen Sie sich nicht von der Volatilität abschrecken. Wenn wir nur auf kurze Sicht Goldaktien beurteilen, kämen wir auf ein schlechtes Fazit. Denken Sie größer. Die Volatilität in der letzten Seitwärtsphase von dem nächsten größten Anstieg ist eher für die emotionalen schwachen Hände. Je nervöser ein Investor ist, umso schlechter kann er das große Bild erkennen. In 20 oder 40 Jahren wird es Artikel geben wie heute vom Bullenmarkt der 70er, 80er Jahre. Eine solche Chance, die Ihr Leben verändert, gibt es nur sehr selten im Goldaktienbereich und sie findet gerade statt. Seien Sie also ruhig, etwas gierig, wenn die Kurse noch am Boden liegen und schauen Sie niemals jeden Tag auf die Kursschwankung einer Aktie. Versuchen Sie in der Gesamtschau zu sehen, wo wir uns befinden und was uns in den kommenden Monaten und Jahren im Rohstoff- und Edelmetall-Bullenmarkt erwartet. Eine Jahrhundertchance liegt vor uns. Liegen Sie nicht am Boden wie die Aktien, sondern nutzen Sie die seltene Gelegenheit, bei der größten Rallye mit dabei zu sein. Ja, das ist so. Diese Goldaktien-Rallye sind wirklich seltene Ereignisse. Aber wenn sie kommen, überstrahlen sie wirklich alles. Es gibt ja diese Analogie mit dem Streichholz, der im dunklen Raum gezündet. Die Sekunde, wo er gezündet wird, wird er alles überstrahlen, alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Allerdings ist das eben auch kein langfristiges Vergnügen, sondern nach einer gewissen Zeit, sogar relativ schnell, hört er auf zu glühen sozusagen und es ist wieder finster. Und genauso ist es mit den Goldaktien. Also man muss vorher drin sein. Man kann natürlich nicht genau timen, wann es losgeht, aber die Indizien sprechen dafür. Jetzt sehen Sie hier unten ein langfristiges Silberchart. Und es sieht jetzt einfach so aus, als ob Silber in Richtung 50, 55 Dollar steigt. Das ist attraktiv, das ist mehr als eine Verdopplung aus Silber. Die Sache ist, es ist ultra attraktiv für Goldaktien und Silberaktien, weil es so, viele sind immer noch am Boden, quasi nicht lebendig und sie werden zu ihrem Leben erweckt und blühen richtig auf. Und solche Situationen gibt es einfach nicht in der späten Phase des zum Beispiel des Silberpreisanstiegs. Da steigen sie dann eher gleich synchron mit und ist keine Überperformance zu erwarten. Also jetzt von der Phase, wo sie de facto noch völlig zerstört sind und zum Leben erweckt werden und beginnen zu steigen, das ist die ganz attraktive Phase. Wir hatten diese Phase auch 2002. Da gab es auch einen enormen Bewertungsaufschlag von diesen Aktien, von diesen Goldaktien. Das hat es danach so nicht wieder gegeben. Und genau diese Situation kündigt sich jetzt wieder an. Und wichtig ist auch zu wissen, dass Goldaktien auch im letzten Goldbullenmarkt nur von 2000 bis 2004 attraktiv waren. Obwohl danach der Goldpreis noch höher stieg, konnten Goldaktien im Wesentlichen nicht überperformen, sondern gingen einen jahrelangen Bärenmarkt. So vermutlich ist es auch so. Es wird jetzt einen absolut dramatischen Anstieg geben, wird eine Spitze erreichen, alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann steigen Gold- und Silberaktien maximal synchron mit Gold und Silber weiter. Oder es kommt auch zu Rückschlägen, weil ja, kann alles Mögliche passieren. Es kann zum einen eine Korrektur kommen. Es kann ein systemisches Risiko geben. Sind die Banken noch auf? Alles wird schwieriger danach. Also der attraktive Anstieg des Gold- und Silberaktien liegt jetzt bevor. Das ist der Anstieg Richtung Silber 50, 55. Wie gesagt, danach ist es schwierig zu beurteilen, was überhaupt passiert. Aber dann haben wir unsere Gewinne gemacht. Und wir machen deshalb die Gewinne, weil Goldaktien, Silberaktien überproportional tief sind, beziehungsweise kaum lebendig und jetzt alle in der Phase sind, wieder lebendig zu werden. Wie gesagt, wir hatten am Wochenende ja auch einige Aktien gezeigt. Einige haben sich da schon auch fast verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen, wie schnell das geht. Und wenn jetzt hier Silber Richtung 50 marschiert, das ist einfach eine unglaubliche
Überperformance, die wir zu erwarten haben. Ja, auch Silber selbst verbrennen sich die meisten auch die Finger. Es ist eben einfach so, dass die Leute dann bei Silber einsteigen, wenn es Schlagzeilen macht, wenn es dann $50 wieder erreicht, etc. Aber dann ist das auch nicht mehr unbedingt günstig. Klar, als physische Langfristanlage braucht man sich um die Preise nicht zu kümmern. Aber was jetzt hier die Goldaktienspekulation betrifft, die ist dann spätestens dann vorbei. Ja, also nutzen die Zeit. Kaufen Sie die letzten Goldaktien mit großen Ressourcen, bevor, sage ich gerade, die Penny Stocks in der Masse auf $1 oder mehr steigen. Ja, hier ein Kupfer-Gold-Projektgenerator. Australien, 55 Millionen Marktkapitalisierung, moderates Risiko. Ja, die haben zwei Projekte im Wesentlichen. Einmal das Bronze Wings Haus Goldprojekt. Das befindet sich in Westaustralien im Herzen des äußerst aussichtsreichen Jandal-Gürtels, der mehr als 24 Millionen Unzen Goldvorkommen sowie aktuelle und historische Goldproduktion aufweist. Die 5 Kilometer lange Streichenlänge von Bronzewing South weist mehrere hochgradige Ziele auf. Im Konzessionsgebiet Bronwyn South, wo diese oberflächliche Zone in Tiefe noch nicht ausreichend erprobt. Also das Unternehmen hat hier noch jede Menge Explorationspotenzial. Sie haben eben hier diese hochgradige Mineralisierung aus historischen Bohrungen, 6,53 Gramm pro Tonne, 5,67 Gramm pro Tonne Gold, also hochgradig. Dann haben Sie noch das Mount Isa-Projekt. Sie sehen es aber links, das obere Projekt ist in Westaustralien, in der Nähe der Stadt Wiluna, und das andere Projekt ist in Queensland, also das Mount Isra-Projekt. Er hat 2000 Quadratkilometer, also ein riesiges Gebiet. Und ja, das sind eben einige Greenfield-Projekte im Frühstadium bis hin zu fortgeschrittenen Erschließungsstudienprojekten umfassten mehrere Gebiete, wo sie auch einige Ressourcen haben, allerdings noch sehr klein. Hier eben die 20 Millionen Tonnen, 0,61% Kupfer, 0,34 Gramm pro Tonne Gold etc. Ja, vielleicht noch, bevor ich weitergehe, noch ein Blick auf den Chart. Sie sehen, der Boden ist erreicht worden, ist eigentlich seit Anfang 2020 gestiegen und unter starken Schwankungen jetzt, die natürlich den allgemeinen Markt widerspiegeln, geht es mit dieser Aktie aufwärts. Wie gesagt, sie haben große Gebiete, noch nicht eine klar definierte Ressource, die ist noch niedrig, aber in großen Gebiete, hochgradige Explorationsergebnisse, viel Kupfer und Gold im Sich- und Rechtsgebiet, denke ich mal, dass die Investoren sich dann auch früher oder später für die Aktie interessieren werden. Ja, hier sind nochmal die anderen Lagerstätten. Das Projekt Overlader befindet sich 6 Kilometer westliches Projekt Kallmann, verfügt über eine angezeigte und abgeleitete Mineralressourcenschätzung, 1,8 Millionen Tonnen mit 1,2% Kupfer. Dann die Elaine-Lagerstätte, ja, auch Kupfer und auch eine Ressourcenschätzung und eben auch eine hochgradige Goldmineralisierung innerhalb der breiten Elen-Lagerstätte, wobei die Bohrung bis zu 30 Meter auf 6,73 Gramm pro Tonne aus 508 Metern und 26 Meter von 1,7 Gramm pro Tonne aus 160 ergaben. Dann haben sie eben auch noch die Jubilee-Lagerstätte, und auch da gibt es neben Kupfergold insgesamt ein beträchtliches Potenzial zur Erweiterung der Ressource in der Tiefe. Ja, also große Gebiete, gutes Rechtsgebiet, hochgradiges Gold, Silber, ausbaufähige Ressourcen. Aber ich denke, auf dem Gebiet ist auf alle Fälle noch einiges zu finden. Sicherlich mal ein Unternehmen, das man sich auch mal angucken kann. Ja, Goldaktienbullenmärkte 1970er Jahre. Ja, das ist das, was uns so fasziniert. Da sind eben einige Werte hier von 15, 20 Cent auf 15, 20, 30, $40 gestiegen. Das heißt, es war gar nicht so selten, dass man, wenn man das richtig getimt hat, aus $250 oder aus $1000, meine ich, eine Viertelmillion Dollar machen konnte. Das war einfach eine unglaubliche Zeit. Das geht eben dann, wenn diese Goldaktien total billig sind, total zerdrückt, was ja aktuell zutrifft, sogar noch billiger als damals in den 1970er Jahren, und dann irgendwo ein Goldboom folgt. Und wenn wir solche Situationen äh,
für möglich halten, und das halten ja viele für möglich, dass Gold sich jetzt langsam mit 2000 etabliert und dann kommt die Euphorie auch wieder zurück und die Zuversicht, dass der Goldpreis dann auch langfristig zwischen Richtung 5.000 und 10.000 steigen könnte, das bringt dann die Goldaktien zum Aufblühen und sorgt für eine hohe Überperformance. Ja, was kann man jetzt noch tun? Wir kaufen also Penny Stocks mit großen Ressourcen, einfach mit attraktiven Projekten, mit Superlativen, in der Hoffnung, dass die Marktteilnehmer denn in der Zukunft genau diese Superlativen, diese guten Fakten dann bewerten und dementsprechend die Aktien in dem entsprechenden Preis dann treiben. Ja, der 1000-Becker-Report enthält Aktien mit moderatem, hohen und sehr hohen Risiko. Wir versuchen den Potenzialfaktor zu errechnen. Wir haben, weiter kann ich Ihnen noch einen Portfoliovorschlag erstellen, persönlicher Beratung. Ist auch eine Exit-Strategie vorhanden. In was investiert man, wenn dieser Boom vorbei ist? Finden Sie alles unten verlinkt im Video. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte ist ein Unternehmen, das zu jeder Zeit in physische Ware gekommen ist. Vielleicht in einer Situation, wo es vielleicht schwierig ist, physische Ware in ausreichender Quantität und auch Preisen zu bekommen, ist es vielleicht eine Alternative. Ja, auf die Portale halt wie gold.de gehen, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen, die Händler vergleichen. Nützliche Informationen, also mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle einlagern in der Schweiz, in Liechtenstein, Langfristcharts von Gold, Silber, Uran und anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktien, Goldratio, ja, ja, internationale Diskussionsforen wie CEU, weitere Informationen von verschiedenen Experten wie Uwe Bergold beispielsweise, Videos, sehr empfehlenswert. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben, mailen Sie mir oder rufen Sie mich an. Ich würde mich dann bei Ihnen melden. Gerade ich habe immer wieder Probleme mit Spams. Gucken Sie auch in den Spam-Ordner, bevor Sie fragen, oder manche Mails kommen einfach nicht durch, weil es irgendwie geblockt wird. Also jedenfalls, wenn Sie irgendwas vermissen, bitte ich Sie, mich einfach zu kontaktieren. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie über das neue Video informiert werden. Ein Like einfach vielleicht setzen, weil das den Algorithmus verbessert und dann auch anderen Leuten vorgeschlagen wird, diese Videos. Und möglicherweise, wenn Sie der Meinung sind, dass diese Thematik auch für viele andere Leute interessant sein kann, würde das helfen. Ja, nun mal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.